Mit einem wunderschönen und riesengroßen Messestand hat Ubisoft vergangene Woche auf der Gamescom 2025 in Köln die zweite große spielbare Region Albion der breiten Öffentlichkeit präsentiert und dabei durch die Bank positive Kritiken erhalten. Es gab aber auch noch weitere News, wie zum Beispiel eine Demo oder anstehende Twitch-Drops, weswegen ich euch wie gewohnt alles Wichtige in den Anno-News zusammengefasst habe. Auf Befehl seiner strahlenden Macht, des Kaisers, bist du, junger Statthalter, großzügigerweise an den feuchten, von Schafen übersäten Rand des Römischen Reiches versetzt worden. Anno 117 lässt euch zu Beginn der Story die Wahl, ob ihr euer Abenteuer als Statthalter in der italienischen römischen Region Latium oder in den nördlichen rauen Randgebieten des Reiches, also in Albion, beginnen möchtet. Gut möglich, dass beide Storypfade im Laufe der Kampagne zusammenlaufen und auf ein gleiches Ende hinarbeiten, welches dann ins klassische Endlosspiel mündet. Auf der Gamescom 2025 stand aber natürlich die Region Albion im Vordergrund, weswegen wir uns diesmal auf Befehl des Kaisers als junger Statthalter an den Rand des Römischen Reiches versetzen ließen. In Albion angekommen, trefft ihr dann auf die keltische Kultur, welche sich deutlich von der römischen Lebensweise unterscheidet. Dank neu implementierter Romanisierungsmechanik könnt ihr außerdem entscheiden, ob ihr lieber keltische Traditionen bewahrt oder den römischen Weg durchboxen wollt, was wiederum zu anderen Bedürfnissen, Produktionsketten und Produkten führt. Teste deine körperliche Stärke bei den Recreation Grounds. Wenn du dich wirklich nach einem Stück Heimat sehnst, romanisiere das Land und baue den Grammaticus oder das Theater. Ach ja, und noch ein guter Rat. Auch die Göttermechanik ist in Albion etwas anders umgesetzt und lässt euch dementsprechend im Götterpantheon zu Epona, Mercury Lugos oder Cernunnos beten. So segnet zum Beispiel Epona Pferde, sodass Wagen schneller über holprige Straßen fahren können, wohingegen Cernunnos die Wälder bereichert und so für mehr Baumaterial sorgt. Hinzu kommen aber auch technologische Innovationen wie die Kultivierung von Moorlandschaften, um für mehr Bauplatz zu sorgen. Anno 117 Pax Romana erhält am 2. September die wohl inhaltsgleiche kostenlose Demo der Gamescom über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect, in welcher ihr das Spiel dann 2 Wochen, also bis zum 13. November, antesten dürft. In der Demo dürft ihr Anno 117 umfassend spielen, seid aber auf eine Spielzeit von 1 Stunde begrenzt und könnt nicht speichern. Wer will, kann die Demo aber so oft von vorne beginnen, wie er möchte, um sich so einen ersten guten Eindruck zu verschaffen. Und das macht im Zweifel dann sogar Sinn, da ihr in einer Runde in Latium und in einer zweiten in Albion starten könnt und so auch gleich selbst einen genaueren Eindruck der Unterschiede der beiden Regionen bekommt. In guter Anno 1800 Tradition wird es hierzu auch wieder Twitch-Drops geben. So halten alle Zuschauer beim entsprechenden Lieblingsstreamer nach 2 Stunden Anno-Watchtime einen Aquarius Ship-Skin, welchen ihr dann später in der Vollversion verwenden könnt. Anno 117 Pax Romana erscheint dann final, wenn sich nichts mehr ändert, aber danach sieht es tatsächlich auch nicht mehr aus, am 13. November 2025 in diversen Versionen. Und sobald weitere Informationen, wie zum Beispiel über den ersten Season Pass vorliegen, werde ich euch wie gewohnt in den Anno-News auf der Zocker Lounge weiter auf dem Laufenden halten. Daher gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mit meiner Arbeit zufrieden seid, und bis zum nächsten Mal. Was passiert als nächstes? Es liegt ganz bei dir. Du kannst es von hier aus weiterführen.